5 Werkzeuge, die ich empfehlen würde, falls du gerade mit dem Schrauben beginnst, habe ich dir im letzten Video schon vorgestellt. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, klick jetzt hier oben einmal im Eck drauf, schau dir das Video zuerst an, denn heute hier in diesem Video geht es um die Top 5 Spezialwerkzeuge, die man auf jeden Fall braucht, wenn man am Auto arbeitet. Und ich rede jetzt nicht von Großgeräten wie Reifenmontiermaschine, Auswuchtmaschine, Motorkran oder die Hebebühne. Es geht auch nicht um irgendwelche Multifunktionsschlüssel, die es auf dem Markt so gibt, sondern wirklich um hilfreiche Werkzeuge, die ich auf jeden Fall jeden Tag in der Werkstatt hier bei mir benutze und ich mir sicher bin, dass du zu Hause damit auch dir das Leben definitiv erleichterst, wenn du an deinem Auto selbst arbeitest. Fangen wir doch auch gleich mit diesem Teil an, und zwar ist das ein Riemenscheiben-Gegenhalteschlüssel. Gegenhalteschlüssel gibt es in verschiedenen Formen. Dieser hier ist eigentlich für die Riemenscheibe gedacht, aber auch festsitzende Ölfilter kann man damit wunderbar lösen, denn Ölfilterschlüssel sind meist relativ kurz, und wenn der Vorgänger den Ölfilter mal wieder viel zu fest angeknallt hat und der dann noch über die Zeit drin ist, das heißt 2-3 Jahre vielleicht sogar, dann bekommt man gerade die Kartuschenfilter kaum noch los, und dann ist hier ein solches Teil natürlich Gold wert. Vorausgesetzt, man kommt gut ran, um hier den Hebelweg auch ausnutzen zu können. Das Teil hat mir echt schon oft geholfen, wenn ich die Ölfilter bald nicht abbekommen habe. Also auch dafür setze ich hier das Teil ein. Aber wie gesagt, Gegenhalteschlüssel gibt es auch in verschiedenen Varianten. Beispielsweise diese hier habe ich gleich in zweifacher Ausführung. Das heißt aber nicht, dass man definitiv 2 dieser Teile braucht, sondern einer reicht definitiv aus. Ich habe mir ihn jetzt hier aber einmal neu gekauft. Sieht man auch, glänzt noch schön. Und hier die alte Variante, schon etwas ausgelutscht. Und wie man sieht, ist das Ganze hier leicht schon verbogen. Das Teil muss wirklich einigen Kräften gegenhalten. Und der ist jetzt gut 7-8 Jahre alt, ist auch kein teures Markenprodukt, sondern ein günstiges aus Amazon, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, und ist bei mir beinahe täglich wirklich hier im Einsatz gewesen in der Werkstatt. Bei allen Zahnriemenwechsel, Steuerkettenwechsel braucht man definitiv so ein Teil. Denn ich zeige es mal am neuen. Wir haben hier verschiedene Adapter im Set dabei, in verschiedenen Dicken. Die können wir dann hier einfach ins Gewinde reinschrauben, bis zum Anschlag rechts und links. Und dann haben wir quasi hier 2 Nippel, die echt stabil sind, und die können wir dann beispielsweise in der Riemenscheibe oder im Nockenwellenrad in die Löcher einstecken, können dann hier mit dem Hebel festhalten und können dann die Zentralschraube beispielsweise wunderbar lösen, ohne dass sich das ganze Rad mitdreht, denn ansonsten würde natürlich der ganze Motor mitdrehen, und da muss natürlich oft gegengehalten werden, und genau für diese Fälle sind diese Werkzeuge gedacht. Und wenn ihr wirklich Zahnriemenwechsel, Steuerkettenwechsel in Zukunft selber machen wollt oder die Riemenscheibe beispielsweise, gibt es ja auch mit Schwingungsdämpfer, die erneuern müsst, dann braucht ihr definitiv ein solcher Gegenhalter. Ich würde euch beide empfehlen, denn wie gesagt, der ist noch multifunktional einsetzbar, beispielsweise für festsitzende Ölfilter, da man einen extrem langen Hebelweg hat, und dieser hier für alles, was halt Löcher hat mit zum Rein, oder langen Löcher gehen auch zum Reindrücken, und das Ganze dann hier so festzuhalten. Die kosten echt nicht die Welt, sind super günstig, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung und würde ich euch definitiv ans Herz legen. Also diese Gegenhalteschlüssel sind eigentlich das erste, das ich mir definitiv wieder kaufen würde, wenn ich wieder mit dem Schrauben am Fahrzeug anfangen würde. Das zweite Spezialwerkzeug, das definitiv ein Must-Have-Produkt in jeder Autowerkstatt ist, sind Bremskolbenrücksteller. Habe ich auch wieder in zweifacher Ausführung, aber nicht, weil man halt 2 Sets braucht. In einem ist ja alles mit drin. Auch das hier ist uralt, und das habe ich mir nochmal neu bestellt. Ihr seht beides von der Marke CC Live, also kein teures Produkt. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, funktionieren wunderbar. Es gibt Bremskolbenrücksteller auch in anderen Versionen, die man auch nutzen kann. Jedoch ist das hier definitiv hier meine liebste Version und funktioniert super einfach. In jedem Set sind quasi 2 solcher Rücksteller mit dabei. Einmal rechts rumdrehend, einmal links rumdrehend. Geht einfach darum, es gibt einfach Fahrzeuge aus dem asiatischen Bereich, bei denen ist gerade an der Hinterachse darauf zu achten, dass man die Bremskolben in die andere Richtung hereindreht, als man das eigentlich gewohnt ist. Darum ist hier ein Linksdreher auch dabei. Ihr seht, der sieht bei mir noch aus wie neu. Das liegt aber bei beiden Sets hier daran,
dass es ganz selten vorkommt, dass man diese braucht. Aber wenn es mal vorkommt, ist man hier gewappnet und hat alles mit dabei. Ansonsten 1000 verschiedene Adaptern mit verschiedenen kleinen Nippel dran, denn die sind ganz, ganz wichtig. Die gibt es in 1000 verschiedenen Ausführungen, je nach Fahrzeughersteller. An der Vorderachse ist es meistens so, dass man hier die gerade Version braucht. Das heißt, die kommt einfach drauf, das Teil wird in den Bremssattel eingespannt und dann kann man hier durch die Drehbewegung den Bremssattel ganz einfach zurückdrehen. An der Hinterachse ist es aber meistens so, zumindest bei Fahrzeugen ohne elektrische Handbremse, dass man solche Adapter braucht. Mit diesen Nippeln gibt es auch in ganz wilden Versionen, auch hier als Vierer-Variante, und die passen dann quasi genau in die Löcher vom Bremskolben hinein. Und wenn man dann hier das Ganze hier vorne drauf setzt und dann dreht sich das Ganze hier mit. Somit wird der Kolben nicht nur gedrückt, sondern gleichzeitig auch gedreht. Das ist gerade bei verschiedenen Bremssätteln ganz, ganz wichtig. Wenn ihr elektronische Handbremse habt, dann ist das relativ egal. Dann sollte der Bremskolben auf jeden Fall nicht gedreht werden, beziehungsweise darf nicht gedreht werden. Dann muss er gedrückt werden wie an der Vorderachse. Aber wenn ihr noch alte Systeme habt, mit normaler Handbremse, dann ist es meistens so, dass diese gedreht werden müssen. Und wenn ihr die einfach nur reindrücken würdet, kann man beispielsweise auch einfach mit der Schraubzwinge lösen, so machen es viele. Dann beschädigt ihr euch aber leider den Bremssattel bzw. den Bremskolben, und darum ist es ganz wichtig, dann hier diese Teile zu nutzen. Bevor wir jetzt zu Werkzeug Nummer 3 kommen, muss ich hier noch einmal kurz reingrätschen, da wir ja von elektronischer Parkbremse geredet haben, habe ich im letzten Video ja schon gesagt, dass eigentlich mittlerweile bei den heutigen Fahrzeugen ein Diagnosegerät unverzichtbar ist. So ist es auch hier. Wenn ihr elektronische Parkbremse habt, braucht ihr das definitiv, um die Bremsen zu wechseln. Da gibt es verschiedene Geräte, große, wie ich sie hier nutze, kleine Dongles, die mit dem Smartphone funktionieren. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir hier oben, kannst du dir gerne anschauen. Aber ich habe jetzt hier ein ganz neues Gerät, das ich gerade in der Testlaufphase quasi habe. Das habe ich mir gekauft selbst und einmal für einen Test, da das einzige Gerät, das wirklich gut mit dem Smartphone funktioniert, das von Xtool ist, das ich dir hier oben gerade verlinkt hatte. Und das möchte ich jetzt einmal testen. Die werben auch damit, dass man sämtliche Steuergeräte hier quasi einschauen kann, markenoffen, und auch viele Servicearbeiten wie elektronische Parkbremse hiermit durchführen kann. Und das bin ich aktuell noch am Testen an verschiedenen Fahrzeugen. Sobald der Test abgeschlossen ist, eventuell schon nächste Woche, dann kommt das Video dazu. Das Teil ist auf jeden Fall vielversprechend. Von der Verarbeitungsqualität gefällt es mir ganz, ganz gut. Aber falls du das nicht verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal und lass auch gerne für dieses Video ein Like da. Werkzeug Nummer 3 befindet sich hier in dieser kleinen Box, ist definitiv aber ein Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und zwar ist das ein Schlag-Hand-Schraubendreher, Zungenbrecher. Hier sind verschiedenste Bits, alles mit dabei, von Torque über Kreuzschlitz, über Schlitz, also alles, was man so braucht. Und das eigentliche Teil natürlich, relativ schwer. In erster Linie ist es dazu da, um die Zentrierschraube der Bremsscheibe zu öffnen. Jeder, der schon mal seine Bremsen selbst gewechselt hat, weiß, wie nervig es ist, gerade wenn es Kreuzschlitzschrauben sind. Nachdem man sich den passenden Bit für seine Schraube rausgesucht hat, wird das Ganze hier einfach auf den Kopf aufgesetzt. Und dann mit einem Schlag hinten drauf dreht sich vorne der Kopf und somit ist die Schraube relativ einfach geöffnet. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und gehört definitiv zu meinen 5 Must-Have-Werkzeuge für jede Werkstatt, die sich zumindest mit Autos beschäftigt, wobei man das auch zweckentfremden kann für andere Schrauben an anderen Bauteilen beispielsweise. Als viertes Werkzeug würde ich euch definitiv solche Schellenzangen empfehlen. Gibt es auch in 1000 verschiedenen Ausführungen. Ein komplettes Set wie dieses hier verlinke ich euch einmal unten in der Videobeschreibung. Die Funktion der Schellenzangen ist eigentlich relativ simpel und einfach, aber ein echter Gamechanger in der Werkstatt. Wenn man beispielsweise einen Kühlerschlauch wechseln möchte, muss man ja immer hier diese Schellen öffnen, auch bei Austausch von anderen Bauteilen. Und jeder, der schon mal an einer solchen Schelle verzweifelt ist, weiß, von was ich rede. Wenn man diese hier so öffnen möchte, meistens sitzen die ja noch so im Motorraum, dass man überhaupt nicht hinkommt, dann rutscht man einfach super schnell ab. Im schlimmsten Fall ist irgendwo noch der Finger dazwischen, wenn das Teil wieder aufspringt, und dann tut es echt weh. Und dafür sind diese Schellenzangen da. Wie wir sehen, wir haben hier einen Topf und hier eine Kralle. Das passt quasi dann genau hier auf die Schelle mit drauf. Ich kann das Ganze hier schön einspannen, schließen bzw. die Schelle öffnen,
abziehen und ihr seht, die Schelle bleibt geöffnet. Sie kann nicht wegspringen, sie ist hier in der Zange schön fixiert. Man kann das Ganze jetzt hier wieder lösen, wenn man möchte, beispielsweise wenn das Ganze dann wieder montiert ist. Einfach hier an diesem Hebel und schon ist das Ganze wieder bombenfest montiert. Diese Zangen gibt es in verschiedensten Ausführungen. Diese beiden sind beispielsweise für verschiedene Schellengrößen da. Dann haben wir das Ganze noch einmal als abgewinkelte Version für Stellen, wo man nicht ganz so gut rankommt. Und wenn man mal Stellen hat, die irgendwo ganz tief im Motorraum sind oder man wirklich gar nicht richtig drankommt, dann hat man hier so eine mit einem Bautenzug mit dran. Funktionsweise ist quasi gleich. Auch diese verriegelt hier dann im geschlossenen Zustand und somit kann die Schelle nicht wegspringen. Die brauche ich wirklich sehr, sehr oft, denn leider sind die Schellen wirklich immer relativ blöd zugänglich und dafür ist das Ganze natürlich top. Und hier in diesem Set ist noch ein solcher Schlauchabzieher mit dabei. Da kann man dann einfach hier zwischen Schlauch und Stutzen eintauchen, öffnen und schon zieht man den Schlauch vom Anschlussstück ganz einfach weg. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. In einem solchen Set ist, glaube ich, immer nur einer mit dabei. Ich verlinke euch auf jeden Fall was unten in der Videobeschreibung. Da mache ich euch eine komplette Ideenliste von Amazon und da könnt ihr dann einmal euch alle Werkzeuge anschauen. Und schon sind wir beim 5. und letzten Werkzeug für heute angekommen. Und da muss ich echt gestehen, war es relativ schwierig gerade für mich, das letzte Werkzeug rauszusuchen, denn es gibt noch 1000 andere, aber nur eins gehört für mich unter die Top 5 und das sind definitiv ordentliche Federspanner. Federspanner gibt es in 1000 verschiedenen Ausführungen, ob hier ganz günstige und einfache oder hier ein solcher McPherson Federspanner oder fahrzeugspezifische Federspanner, wie beispielsweise für Mercedes an der Hinterachse. Da gibt es 1000 verschiedene Sorten und falls du dich da noch nicht so auskennst und weißt nicht genau, welches dieser Teile du kaufen sollst, dann klicke auf jeden Fall hier oben auf das Video. Da gehe ich im Detail hier auf Federspanner ein und in diesem Video geht es nur um Federspanner. Das ist quasi ein Kaufberatungsvideo von mir. Auf meiner Meinung basierend natürlich, jeder kann andere Meinungen haben, aber ich kann schon mal vorweg sagen, für mich ist der beste Federspanner, den es auf dem Markt gibt, hier der McPherson. Wie gesagt, falls dich das Thema interessiert, schau gerne in meinem anderen Video vorbei, dort erkläre ich das Ganze. Jetzt gibt es noch 1000 andere Werkzeuge, die man meiner Meinung nach auch in der Werkstatt definitiv braucht. Ich habe schon mal eine Videoreihe gemacht mit Werkzeuge für deine Werkstatt. Die verlinke ich dir natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ist eine komplette Playlist. In dieser Playlist befindet sich auch dieses Video und da kannst du gerne mal durchschauen. Ansonsten werden in Zukunft natürlich noch weitere Videos folgen. Beispielsweise ein Video dazu, wie wir zusammen einen Werkstattwagen mit Werkzeugen, die meiner Meinung nach in der Werkstatt auf jeden Fall dabei sein müssen, bestücken. Könnte auch ganz interessant sein. Und ja, falls du davon nichts verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ich sage ciao, euer Dennis von Schrauber TV.